Die sind einfach verrostet wie die Sau. Die Dragpipe. Hoppala. Oh, das ist warm. In diesem Video gibt es News betreffend Breitwandzylinder, Auspuff und Ansaugstutzen. Let's go! Das ist ein absolutes Prachtstück. Also ihr seht schon auf den ersten Blick, das Ding, das hat natürlich seine besten Tage gesehen. Aber für das, was wir vorhaben, langt es natürlich noch tiptop. So, müssen sie. Also, Breitwandzylinder, ADV etc. Haben wir da natürlich die lässigen Cut-Auspuffe, die meistens eben genau so aussehen. Die sind einfach verrostet wie die Sau, haben alle ein bisschen die gleiche Krankheit. Das ist natürlich weggerostet, das Material. Deshalb machen wir jetzt aus einem 28 mm Rohr einen Krümmer, wo man nachher auch die lässigen Endtöpfe anbringt. Der Röhrlebüger hat mir das gebogen, nach diesen Winkeln, nach diesen Radien. Und ich mache jetzt hier noch die ganze Anpasserei. Da sind wir natürlich schon ein bisschen voraus. Das ist auch wieder natürlich Salzgeber, ihr wisst es. Jetzt das da, sollte da drauf passen. Ich tue es noch schnell ein bisschen ausschleifen, dann passt das. Ich muss da sicher noch einkürzen, muss den Stutzen mal an den Zylinder anschrauben, das Ganze verschweißen und natürlich da hinten auch noch einkürzen auf die Länge, die wir dann wollen. Ja, würde ich sagen, probieren wir das. Und zwar braucht es da nicht wahnsinnig viel. Das sind einfach die Nässchen, die ein bisschen vorstehen. Da. Lieber, wenn man es ein bisschen drauf klopfen kann, als wenn man es drauf rühren kann. Das ist jetzt, glaube ich, ziemlich der Fall. Oder? Also jetzt als nächsten Schritt tue ich das mal ganz grob einkürzen. Das Schnäbeli da, das kommt natürlich weg. Dann haue ich den mal da ab. Und da natürlich auch wieder das Gleiche, dass man auch ein bisschen spielen kann. Nehmen wir es mal da. Das schneiden wir ab. Einmal das. Die Brille habe ich schon gesichtet. Ihr merkt, ich gebe mir unheimlich Mühe, um die Brille immer anzulegen. Und dann da noch. Brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt mal schauen, oder? Da sehe ich mal, es ist gar nicht so schlecht. Wenn jetzt natürlich der Winkel da extrem auf einer Seite krumm wäre, dann würde das Flammenrohr so oder so oder so oder irgendwie stehen. Und wenn ich jetzt das da mal draufhebe, bündig, dann sieht man schon mal, es ist gar nicht so schlecht. Mit der Linie vom Töffel soll ja das Flammenrohr sein, schön gerade. Da wollen wir natürlich auch noch ein Anti-2 Luft. Also, ich würde jetzt das mal gerade mal wagen und das Ding da mal ein bisschen drauf bölderle. Genau so liebe ich das. He? Also das muss jetzt noch extrem verdreht werden. Das ist herrlich. So, wunderbar. Jetzt hole ich da mal schnell 2 8-Mütterli. Jetzt ziehen wir das natürlich mal fix an. Da. Das ist eine tolle Sache, weil das passt wirklich recht geil, muss ich jetzt sagen. Also auf den ersten Anhieb, wunderbar, man bringt da noch schön Handbreite rein. Es ist schön satt dran, das ist wirklich geil. Ja, also, jetzt hole ich nämlich mal schnell die Dragpipe. Oder? Das sind jetzt genau die Flöten, die man dann für die 28er brauchen kann. Klar, man kann auch den 60er nehmen rein, aber ich nehme jetzt mal so eine Dragpipe, Durchmesser 70, shoppe die mal da drauf. Ja, da drehe ich aber durch, oder? Da wird das Ganze dann geklemmt und da muss man es ja irgendwo anmachen. Da haben wir eine Lasche, also ist das unsere Befestigung. Dann ist das etwa in der Mitte und schön hinten noch ein bisschen stabilisiert. Also, dann hole ich mal schnell so eine 70er Breite. Auspuff, Schelle. So. Also drüber. Was natürlich extrem wichtig ist, wir wollen nicht, dass der Auspuff so absteht. Das sieht scheiße aus. Wir wollen auch nicht, dass er da an dem Zeug ansteht. Das sieht nicht nur scheiße aus, sondern ist scheiße. Schauen wir, dass wir da, ich sage mal, eine Fingerbreite rund Anti-Luft haben, so wie auch da zu den Federn von dem Kettenspanner. Jetzt haben wir da etwa 40. Also, jetzt drehe ich schnell so eine Distanzbüchse, Länge 40 mm.
es reicht. Jetzt sehen wir hier natürlich, hat es noch nordliche Frauen. Erste Seite. Hoberla. Ein bisschen zu wenig gewesen, he? So, ich finde das gar nicht so schlecht. Also, das haben wir jetzt gar nicht schlecht getroffen. Wir haben nämlich hier haben wir noch schön fingerbreit Platz zwischen Pedal und Auspuff. Sowie auch Kettenspanner zum Auspuff hat es auch genügend Platz. Und jetzt machen wir hier ein M8-Gewinde rein, dass wir hinten nachher den Kontermutter angeben können. Und dann hebt das bombenfest. Also, da M8 6,8. Sehr toll. Also, ansenken. So. Jetzt kommt da natürlich schön eine Machschraube rein. Wir haben ja 40, 50, etwa eine 60er ausschreiben. Und hinten nehmen wir jetzt mal noch keine Stoppmutter. In der Endmontage ist natürlich Stoppmutter ein schwerer Vorteil. Oder jetzt können wir hier den Auspuff mal einstellen. Das spielt jetzt noch nicht so eine Rolle. Mir geht es jetzt mehr mal darum, dass ich da hinten meinen Fixpunkt habe. Dass ich jetzt nämlich vorne dran den Winkel und alles kann fix einstellen, bezeichnen und dann schweissen. Ja, das ist. Ja, die Swing 17er sind top. Die sind gut. Hallo? Boop, boop, boop. Kurzes Telefon war aufgrund von keinem Empfang. Jetzt sehen wir, da tun wir uns jetzt noch nicht mal gross drauf fixieren, sondern mir ist jetzt wichtig, sitzt der da vorne wirklich sauber? Wenn ja, ist das nämlich toll. Mache ich da mal eine Markierung. Jetzt nehmen wir den Auspuff weg da und gehen dann mal punkten. Nachher gehen wir wieder daher, den Probe montieren. Wenn das alles verhebt, ist das eine ganz tolle Sache geworden heute. Das sieht nicht schlecht aus, die Markierungen stimmen noch. Ein bisschen mehr Saft geben da. Also, ich tue jetzt das Ganze mal schnell ein bisschen punkten. Dann wird das wieder montiert und schauen wir, ob es noch passt. Jetzt ist gut. Jetzt mache ich da noch eine. So. Dann haben wir gesehen, jetzt da wirklich 2 Miniaturpünktchen, aber das lange natürlich schon, um dem Ganzen ein bisschen Stabilität zu verleihen. Feine Romanz, du. So. Ach, das ist warm. Jetzt schrauben wir das nochmal schnell fest da. Gut, angezogen ist. Jetzt schauen wir da mal schnell die Flucht an. Flammenrohr, Auspuff. Das passt absolut hammermäßig. Optisch, jetzt steht er hinten natürlich relativ hoch oben, aber der Auspuff schaut auch nach hinten rauf. Ich nehme den mal schnell ab dem Ständer, zum sicher gehen, aber der ist sicher nicht. Der schaut sicher nicht runter. Ich finde es natürlich nicht so schön, wenn die Auspuffe hinten runterhängen. Das sieht immer so müde aus, oder? Eher nach oben als lampig. Und wir haben jetzt hinten natürlich extrem viel Luft drin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Scheiß. Wir können ja mal probieren, ob das Geschwür die Luft noch hebt. Ich hoffe jetzt mal, das tut es noch ein bisschen. Ja, das klingt ganz schlecht. Jetzt muss ich halt ein bisschen pressieren. So, Auspuff ist gerade. Das lassen wir genau so sein. Oder vorne ist jetzt eher noch ein bisschen höher oben. Wunderbar. Also, du Büchs 5 mm kürzen. Vorne den Stutzen fix verschweissen. Und dann haben wir nämlich einen lässigen 28er Auspuff für den Breitbandzylinder. Also gut, das heisst, jetzt ganz vorsichtig das Ding wegnehmen, dass ja nichts mehr passiert. Schön vorsichtig, ja. Voilà, gut. Also, wunderbar, das Ganze passt ja seidefein, wirklich geil. Das tue ich da natürlich noch komplett verschweißen. Jetzt punkten zuerst auf dieser Seite, dann ist das natürlich auch dicht. Dann ziehe ich die Dichtfläche ab und dann sind wir nämlich schon bald am Ziel von diesem Projekt. Ja, das ist natürlich hure tricky da, aber es geht. Ja. Söderling.
spielend einfach gewesen. Muss ein bisschen kühlen. He? Gut, jetzt heben wir das mal da dran bürsten. So, tolle Sache. Leichter Übersatz da, der steht noch ganz leicht vor. Darf natürlich nicht sein, das mache ich jetzt aber von Hand da. Ja, nein, das gibt nichts Schlaues, ich habe da viel. Das ist viel zu kleine Fläche, jetzt machen wir das mit dem Abziehstein. Kommt das wahrscheinlich besser, he? Weil wir wissen ja aus Erfahrung, wenn man sich Zeit nicht nimmt für gewisse Sachen, geht es in die Hose. Sehr gut. Jetzt tun wir das Ganze schön da natürlich angleichen. So, also ich würde sagen, wir sind kurz vor dem Ziel. Also, wir haben jetzt natürlich sehr wenig Dichtfläche. Das ist nicht einmal mehr die Breite. Mit der genauen Dichtung, ein bisschen guten, kommt das tiptop. Jetzt schrauben wir das fix her. So, es kann sein, dass in den nächsten paar Monaten da so etwas rauskommt von dem 28er Flammenrohr. Darum muss ich natürlich alle Teile so zusammenstellen, wie es nachher auch im Set sein müssen. Also, das sind jetzt die Teile, die Distanzbüchse, dann wird das da natürlich montagiert. Dann mal schauen, dass das optisch etwa geil ist. Und dann kommt hinten genau nochmal das Gegenstück. Nachher von dieser Seite M8 drauf, wenn man es anbringt. So. Und somit ist das eine richtig massive Geschichte. Geil! Geil! So, jetzt noch das Resümee. Also, wir haben hier wunderbares Flammenrohr angepasst, den Stutzen angeschweißt, die ganzen Winkel, alles hat perfekt gepasst. Das ist wirklich geil. Dann haben wir die ganze Geschichte hier mit dieser Dragpipe, alles schön angepasst. Mir gefällt es gut, es ist schlank, es ist schlicht. Es ist in der Linie, es ist wirklich sehr geil gekommen. Und ich habe hier einen 15er Vergaser in der Hand, Ansaugstutzen, sowie auch die ganze Flöte, die ihr jetzt gerade gesehen habt in dem Video. Da ist etwas im Gang in Sachen Breitwandzylinder. Das sind Prototypen, die ich und der Cyril, mein Werkstattbuddy, gemacht haben. Ich nehme an, es ist allen klar für wer. Und ja, in dem Sinn, es bleibt spannend und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald!